Heute ein Video zu dem Thema Angst. Vielleicht kennt ihr das alle, dass euch Angst vom Leben abhält. Als Beispiel, ich habe Anfang dieses Jahres diesen YouTube-Channel eröffnet. Ich komme gerade aus einer sehr zurückgezogenen Phase meines Lebens. Ich habe sehr viel Traumaarbeit gemacht, habe mich durch unzählige unterdrückte Gefühle aus meiner Kindheit arbeiten müssen. Mein Körper hat mich gezwungen quasi. Und Anfang dieses Jahres hatte ich so einen Energieboost und dachte, boah, das muss ich in die Welt hinaustragen. Ich persönlich bin kein großer Fan von Social Media. Ich mache nichts aktiv bei Social Media, wenn überhaupt konsumiere ich. Und irgendwie war es so, wow, ich will das in die Welt hinaustragen. Ich will gerne eine Community gründen, sich austauschen über Emotionen und Gefühle, weil so wenig darüber gesprochen wird in unserer Welt. Also habe ich ein paar Videos veröffentlicht. Momentan habe ich 38 Follower, danke euch, falls einer von euch dieses Video sieht. Und dann kam so eine Phase, wo ich dachte, oh mein Gott, was habe ich getan? Ich bin in diese Welt hinaus, zeige mich vulnerabel, ich bin ungeschminkt, ich sitze in meinem Wohnzimmer, scheiß Licht, scheiß Ton, das geht nicht. Und so langsam fing an, die Angst einzukribbeln. Die hat sich so langsam eingeschlichen, dass ich dachte, jetzt will ich erstmal kein Video mehr veröffentlichen. Und dann wollte ich dann auch irgendwann nicht mehr auf den YouTube-Channel gehen und gucken, ob überhaupt was passiert ist. Und so nach und nach wurde ich immer unruhiger mit diesem YouTube-Channel und dachte, oh Gott, ich möchte das alles wieder löschen. Ich möchte das nicht mehr, dass das weiter so geht. Was habe ich nur getan? War sehr unangenehm. Ständig ist sobald der Gedanke an diesen YouTube-Channel hochkam, ist ein Adrenalin durch meinen Körper gerauscht. Das war richtig unangenehm, oder ist immer noch unangenehm. Das ist auch jetzt gerade da, ich schwitze sehr stark. Was passiert? Die Angst kriecht langsam in mein Leben und fängt an, etwas, was mir Anfang des Jahres noch Spaß gemacht hat, zu überlagern, zu sagen, oh, das ist was ganz Doofes. Das ist richtig doof. Und was dann bei mir passiert ist, ich glaube diesem Gefühl. Das ist keine Intuition, das muss man ganz klar unterscheiden. Intuition schickt niemals Angst, niemals. Angst ist eine Emotion, die wir erlernt haben im Laufe unseres Lebens. Ich verlinke euch mal oben in der Infobox, ich habe mal ein Video gemacht, ist Angst für unser physisches Überleben notwendig? Ich glaube nämlich nicht. Es ist eine Emotion und die kriecht langsam ein. Und je mehr wir diesem Gefühl der Emotion Angst glauben, desto lauter wird sie und desto schneller kriecht sie ein. Jetzt ist das Gute bei diesem YouTube-Channel, theoretisch könnte ich einfach alles löschen und sagen, boah, habe ich nie gemacht. Und in 20 Jahren sage ich, boah, damals, 2024 hatte ich einen YouTube-Channel. Keiner hat sich Videos angeguckt. Oder ich glaube der Angst nicht. Und ich setze mich hierher und mache ein YouTube-Video ungeschminkt, schlechtem Licht in meinem Wohnzimmer. Braucht man dafür Mut? Glaube ich nicht. Ich empfinde mich gerade nicht als mutig, sondern ich sage einfach, wow, okay, da ist dieses Gefühl, das macht mich unruhig, das macht mich kribbelig, das macht mich nervös. Aber ich muss dem Gefühl nicht glauben. Weil was macht dieses Gefühl? In dem Moment, wenn es hochblubbert, bringt es unsere Gedanken ins Laufen. Unsere Gedanken sagen uns, was alles ganz Schreckliches passieren wird. Tu das niemals. Du bist es nicht wert, du machst das nicht richtig, vor allem nicht perfekt. Du musst das perfekt machen. Nur wenn du das perfekt machst, wirst du auch gemocht. Deine Sicherheit ist gefährdet, sie ist immer gefährdet. Es geht immer um die Sicherheit. Das drückt so sehr auf unsere Physis, dass wir dem wirklich glauben, auch möchten. Wir möchten dem glauben, diesem Gefühl. Weil wir denken, oh Gott, das geht nicht anders. Ich muss jetzt diesem Gefühl glauben. Jetzt auf euer Leben angewandt. Nur um das dann nochmal zu unterscheiden, ich rede nicht von krasser Panik. Das ist nochmal eine andere Geschichte. Ich wurde mit einer Angststörung diagnostiziert und habe mich für eine, das nennt sich in der Psychologie, Expositionstherapie entschieden. Das ist die Konfrontation mit dem angstauslösenden Reiz und es war die Hölle. Und ich würde es niemals wieder machen. Es ist ein barbarisches Verfahren, was ich auch niemandem ans Herz legen würde. Das heißt nicht, dass es nicht funktioniert. Jeder muss seinen eigenen Weg gehen. Aber für mich war es ganz schlimm. Es war die Hölle. Es war schlimm, dass mir die Therapeuten dabei zugeguckt haben, wie ich durch meine persönliche Hölle gehe. Und für mich ist das nicht der Weg gewesen, wird es nicht der Weg sein. Und ich lehne generell dieses künstliche Konfrontieren mit den Ängsten ab. Generell.
das Leben bietet uns genug Möglichkeiten, uns damit auseinanderzusetzen, in dem Tempo, in dem ich will, nicht der Therapeut. In dem Tempo, was ich und mein Körper und meine Psyche brauchen. Und wenn ich diesen YouTube-Channel weitermachen will, dann ist es heute okay oder morgen oder in der Woche oder in einem Monat. Oder ich lösche alles. Aber in meinem Tempo. Und nicht, dass jemand im Außen mich dazu zwingt, mich meinen Ängsten zu konfrontieren, weil danach wird alles besser. Bei mir war alles schlimmer danach, richtig, richtig schlimm. Und sie haben mich alle damit allein gelassen. War sehr herausfordernd. Also ist die Frage, uns sich künstlich damit zu konfrontieren. Wie wäre es in eurem Leben? Sagen wir zum Beispiel, ihr habt einen Job, den ihr nicht mögt, aber die Angst hält euch davon ab, den Job zu wechseln. Weil eure Gedanken euch zu dem Gefühl sagen, da bist du nicht. Guck mal, momentan hast du echt einen guten Job, der ist gut bezahlt, unbefristet. Du musst ja auch deine Miete zahlen, vielleicht hast du Kinder oder vielleicht bist du der Haupternährer oder die Haupternährerin in der Familie. Alle sind von dir abhängig. Solche Geschichten. Und dann ist die Frage, wollt ihr dem glauben? Ihr habt immer die Wahl. Da schießt das Adrenalin durch euren Körper und ihr wisst, boah, das fasse ich nicht mehr an. Sobald dieses Adrenalin da ist, man anfängt zu schwitzen, weiß man, ich habe mich an der heißen Herdplatte verbrannt, mache ich nicht mehr. Und dann ist die Frage, wollt ihr dem glauben? Und ihr könnt dem glauben, das ist richtig. Das ist sicherer, physisch gesehen, in eurem Job, der euch nicht erfüllt, zu bleiben. Aber ihr müsst dem Gefühl nicht glauben. Ihr habt immer die Wahl. In dem Moment, wo ihr merkt, da macht mir etwas Angst, dürft ihr euren Gedanken glauben, ihr dürft Emotionen glauben, ihr habt immer die freie Wahl. Und das ist eine unglaubliche Freiheit, diese Wahl, diese Entscheidung selbst treffen zu können, für sich selbst. Oder ihr entscheidet euch und trefft die Wahl zu sagen, ich spüre, das macht mich unsicher, das macht mich unruhig. Ihr könntet euch dann auf die Suche machen, warum macht euch das so unruhig, diese Unsicherheit? Zum Beispiel in meinem Fall mit dem YouTube-Channel, gesehen zu werden in meiner Vulnerabilität, finde ich sehr unangenehm. Das rührt natürlich aus meiner Vergangenheit her und das macht mir Angst. Oder ich sage, okay, das macht mir Angst, ich muss mich nicht konfrontieren. Das ist meine Entscheidung. Oder ich lasse die Angst da sein, wo sie ist gerade da, sie ist gerade in mir, macht mich gerade sehr unruhig. Aber ich glaube ihr nicht. Die darf da sein, mein Körper macht das, was er tut. Und das ist sehr herausfordernd. Und wenn ihr eine andere Wahl trefft, dann ist das vollkommen okay. Alles ist perfekt. Jede Wahl, die ihr trefft, ist perfekt gerade in diesem Moment für euch. Wollt ihr euren Job wechseln oder nicht? Trennt ihr euch von dem Partner oder der Partnerin oder nicht? Aber in dem Moment, wo ihr erkennt, ihr habt die Wahl, ob ihr dieser Emotion glauben wollt oder nicht. Und kämpft nicht dagegen an. Es geht nicht darum, rational die Angst klein zu reden. Es geht nicht darum zu sagen, da kann dir doch nichts passieren, wenn du jetzt deinen Job wechselst. Das ist doch ganz sicher. Du musst ja nicht gleich kündigen, du kannst doch einen Übergang machen. Trotzdem bleibt ihr in einem Angstspiel in dem Moment. In dem Moment, wo ihr anfangt, mental das durchzugehen, bleibt ihr in diesem Angstspiel. Und somit bleibt auch die Angst erhalten. Was bedeutet, wenn die Angst hochblutet, wenn die Gedanken kommen, lasst sie einfach weiterziehen. Und das hört sich einfacher an, als es gemacht ist, weil wir gelernt haben, auf dieses Gefühl zu hören, vor allem bei Angst und Panik, und auf unsere Gedanken zu hören und die für wahrzunehmen. Also beobachtet es mal, die Gedanken flutschen durch. Vielleicht wollt ihr mal tief einatmen. Und dann könnt ihr eine Wahl treffen. Ob ihr euch klein zusammenkuschen wollt und sagen wollt, ich bleibe in meiner Blase und ich bleibe in meiner Comfortzone. Und wollt ihr sagen, ich gehe einfach trotzdem meinen Weg. Nicht im Kampf, nicht dagegen, nicht ich halte jetzt diese Angst aus, wie die Psychotherapie das ja gerne ein bisschen vermittelt. Ja? Man muss jetzt nur da sitzen und die Angst aushalten, dann wird alles viel besser. Nee, es geht nicht darum, die Angst auszuhalten. Es geht darum, der Angst erlauben, da zu sein, aber unabhängig davon zu agieren, unabhängig von der Angst. Wir sind nicht gegen die Angst, aber wir müssen ihr keinen Glauben schenken. Probiert das mal aus, würde mich interessieren,
ob ihr damit Erfahrung habt, wie viel Angst in eurem Leben da ist, ob euch das viel abhält vom Leben, weil ihr lieber in eurer Shell bleibt, in eurer kleinen Muschel, in eurer Comfortzone, und das ist vollkommen okay. Da ist sicher, und es ist ein tolles Gefühl, in dieser Sicherheit zu sein. Macht euch aber klar, ihr habt immer die Wahl. Ihr habt die Wahl, was zu ändern. Ich danke euch.